Rio de Janeiro, 30 Grad, die Copacabana im Rücken. Und vor mir liegen über 10.000 Kilometer bis nach München. Aber heute machen wir das nicht irgendwie. Heute testen wir die Airline, die sich selbst als die begehrteste Verbindung zwischen Europa und Südamerika versteht. TAP Air Portugal. Warum jeder über den Airbus A330 Neo spricht, ob der A321 LR auf der Kurzstrecke nach München wirklich Business-Class-Feeling bietet und ob das berühmte Stopover-Programm in Lissabon den Hype wert ist, das klären wir jetzt. Wir schauen uns alles an. Den Sitz, den Service und die Kosten. Von der Lounge in Rio über den Transatlantikflug bis zum Touchdown in Bayern. Schnallt euch an, es geht los. Viel Spaß dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen. Warum nenne ich TAP die begehrteste Airline? Ganz einfach. Bei den World Travel Awards, sozusagen den Oscars des Tourismus, ist TAP seit über 10 Jahren ungeschlagen als Europas Nummer 1 nach Südamerika. TAP bietet damit mehr Verbindungen zwischen Europa und Brasilien als jede andere Fluggesellschaft der Welt. Sie bedienen aktuell 13 brasilianische Metropolen direkt ab Lissabon und Porto. Mit rund 96 wöchentlichen Flügen nach Brasilien, das sind im Schnitt 13 pro Tag, ist die Flexibilität ungeschlagen. Zudem ist Lissabon der geografisch nächste europäische Hub zu Südamerika. Das bedeutet kürzere Flugzeiten als über Frankfurt, Paris oder London. Zudem hat TAP ein sogenanntes Portugal Stopover-Programm. Man kann bis zu 10 Tage in Lissabon oder Porto bleiben, ohne dass der Flugpreis steigt, inklusive Rabatten für Hotels und Restaurants. Es ist die wohl begehrteste Braut am europäischen Himmel. Nachdem die portugiesische Regierung die Reprivatisierung der staatlichen Airline offiziell eingeleitet hat, spitzt sich die Lage im April 2026 dramatisch zu. Es geht um weit mehr als nur Flugzeuge. Es geht um die Vorherrschaft auf dem Südatlantik. Die portugiesische Regierung hat aktuell ein Paket von 44,9% der Anteile zum Verkauf gestellt. Weitere 5% sind für die Belegschaft reserviert, während der Staat mit knapp über 50% vorerst die Mehrheit behalten will. Das Ziel: frisches Kapital und strategisches Wachstum, ohne die Kontrolle über das nationale Aushängeschild komplett zu verlieren. Nachdem die Frist für unverbindliche Angebote am 2. April 2026 abgelaufen ist, hat sich das Feld der Interessenten gelichtet. Die Lufthansa Group, der deutsche Gang, ist fest entschlossen. Für die Lufthansa wäre Lissabon die perfekte Ergänzung, um die Schwäche im Südamerika-Geschäft gegenüber Konkurrenten wie Iberia auszugleichen. Man setzt auf ein Joint Venture und will Lissabon als atlantisches Drehkreuz in das eigene Netzwerk neben Frankfurt, München, Wien, Zürich und Brüssel integrieren. Auf der anderen Seite ist Air France KLM, der zweite große Player im Rennen. Sie haben ebenfalls ein offizielles Angebot abgegeben. Für sie wäre TAP ein strategischer Befreiungsschlag, um ihre ohnehin starke Präsenz in Brasilien zu zementieren und dem Rivalen Lufthansa zuvorzukommen. Es gibt zwar noch einen dritten Player, die IAG, British Airways und Iberia gehören zu ihnen, aber überraschend haben sie sich kurz vor der Deadline entschlossen, auszusteigen. Da IAG bereits über Madrid, also Iberia, den Markt nach Südamerika dominiert, hielten es die Aktionäre wohl für nicht im besten Interesse, Milliarden in den direkten Nachbarn zu investieren, zumal kartellrechtliche Hürden in Brüssel enorm gewesen wären. Warum will jeder TAP? Die Antwort liegt in den Flugplänen. TAP hält die wertvollsten Slots für Brasilien. Wer TAP kauft, kauft den direkten Zugang zu 13 Metropolen in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte der Welt. Lissabon ist zudem geografisch unschlagbar. Es ist der kürzeste Weg von Europa über den großen Teich. Aber wie geht es nun weiter? Die portugiesische Regierung prüft nun die Angebote. Wichtige Bedingungen für den Zuschlag sind: Erhalt des Hubs in Lissabon, Fortführung der Marke TAP und Investitionen in die Flotte. Eine Entscheidung wird für den Sommer 2026 erwartet. Eines ist sicher: Egal wer gewinnt, TAP wird das Gesicht der europäischen Luftfahrt in Richtung Südamerika nachhaltig prägen. Südamerika ist ein Abenteuer, das einen nicht mehr loslässt. Doch irgendwann kommt der Moment der Rückreise. Und wer aus Brasilien zurück nach Hause will, kommt an einem Namen eigentlich nicht vorbei: TAP Air Portugal. Für mich ist TAP die perfekte Wahl für den Weg zurück. Und das aus einem einfachen Grund. Kaum eine Airline bietet so viele verschiedene Destinationen in Brasilien an und verbindet sie so nahtlos mit Europa. Aber nicht nur das Netz überzeugt,
sondern vor allem die Hardware. Auf der Langstrecke erwartet euch eine der modernsten Flotten der Welt, der Airbus A330-900 oder auch A330neo. Hier ist das Highlight ganz klar die Business Class mit einer 1:1 Bestuhlung. Das bedeutet direkten Gangzugang für jeden Gast und maximale Privatsphäre. Und das Spannende, auf weniger frequentierten Routen setzt TAP auf den A321LR, ein Single-Aisle-Flieger, der es aber in sich hat. In der Business Class wechselt sich hier eine 2:2 mit einer 1:1 Bestellung ab, inklusive der begebten Thronsitze für Alleinreisende, die ich dieses Mal getestet habe. Wie sich der Sprung über den Atlantik mit dem A330neo anfühlt und ob die Business Class hält, was sie verspricht, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Bevor es über den Atlantik geht, steht natürlich der Lounge-Check an. In Rio nutzt TAP die Star Alliance Lounge und die hat ein echtes Highlight. Einen phänomenalen Blick direkt auf das Vorfeld. Für Planespotter wie mich der perfekte Start in die Reise. Ich war zur Mittagszeit dort und hatte etwa 3 Stunden Aufenthalt. Zu Beginn war es noch angenehm leer, was sich aber mit der Zeit deutlich gefüllt hat, je näher die Abflüge der größten Allianzpartner rückten. Was die Verpflegung angeht, die Auswahl insgesamt eher überschaubar. Dabei ist der Kritikpunkt, wer sich vegetarisch ernährt, hat es hier leider schwer. Die Auswahl an fleischlosen Hauptspeisen war enttäuschend gering. Dafür gab es ein anderes Highlight. Die Desserts haben voll gepunktet. Der Kuchen war hervorragend und mein persönlicher Favorit, das frische Acai-Eis. Ein letzter Gruß aus Brasilien. Ansonsten bietet die Lounge alles, was man braucht. Eine sehr gut sortierte Bar, gemütliche Loungebereiche zum Arbeiten oder Entspannen und saubere Duschen, um sich vor dem Abflug noch einmal frisch zu machen. Wenn ihr die Lounge im Detail sehen wollt, schaut mal in einem meiner separaten Shorts vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zeit einzusteigen. Wir machen uns heute auf Sitz 3F bequem. Das ist ein sogenannter Honeymoon Suite Seat auf der rechten Seite des Mittelblocks. Warum dieser Sitz? Für Paare ist dieser Platz perfekt. Man sitzt direkt nebeneinander, ist aber durch die Konsole massiv vom Gang abgeschirmt. Das sorgt für eine richtig gemütliche Privatsphäre, während man gemeinsam über den Ozean jettet. Schon beim Einsteigen wartet das volle Wohlfühlpaket. Ein ordentliches Kissen und eine weiche Decke. Die Fernbedienung für den großen HD-Bildschirm, Noise-Canceling-Kopfhörer und eine Flasche Wasser stehen bereit. Das Amenity-Kit kommt bei TAP oft in stylischen Kulturtaschen mit portugiesischem Design und in mehreren Farben. Der Sitz im A330neo ist ein echtes Platzwunder. Es gibt eine intuitive Sitzverstellung, natürlich Full Flat, genügend Stauraum für Kleinkram und praktische Kleiderhaken. Man merkt sofort, die Privatsphäre ist hier deutlich höher als im alten A330. Kaum Platz genommen, steht auch schon die Crew parat. Und die war heute extrem proaktiv und aufmerksam. Als Willkommensgetränk gab es eine kleine Überraschung. Eigentlich hatte ich einen klassischen Sekt bestellt, aber aus irgendeinem Grund wurde mir ein portugiesischer Wein angeboten. Alternativ gäbe es natürlich noch den klassischen Orangensaft. Trotzdem ein super Start in den Flug, der Lust auf mehr macht. Ein Highlight für Sammler ist bei TAP definitiv das Amenity Kit. Was sofort auffällt, die Taschen kommen in herrlich knalligen und verschiedenen Farben daher. Von kräftigem Rot und Grün bis hin zu modernen Violett und Gelb. Ein schönes Detail, das direkt gute Laune macht. Aber was steckt drin? Alles, was man für einen entspannten Nachtflug über den Atlantik braucht. Eine Zahnbürste und Zahnpasta für die Frische zwischendurch, Ohrstöpsel und eine bequeme Schlafmaske, um die Außenwelt auszublenden. Eine pflegende Handcreme, damit die Haut in der trockenen Kabinenluft nicht leidet. Und natürlich die klassischen Socken, um es sich am Platz so richtig gemütlich zu machen. Ein schönes Souvenir, das man auch gerne nach dem Flug weiterverwendet. Kommen wir zum kulinarischen Teil, der dieses Mal wortwörtlich unter keinem guten Stern stand. Kaum war die Reiseflughöhe erreicht, hießen uns ordentliche Turbulenzen willkommen, wie man hier an den tanzenden Getränken im Glas sieht. Die Crew hat sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Leider gab es daher erst 60 Minuten nach Abflug das heiße Tuch zur Erfrischung. Und erst 2 Stunden nach Abflug startete der Hauptservice. Bei TAP wird die Vorspeise und der Hauptgang auf einem Tablett serviert. Das spart Zeit und ist gerade bei Nachtflügen eigentlich ganz angenehm. Für mich gab es Sommerrollen und Reis mit viel Gemüse zum Hauptgang. Ich muss sagen, das war richtig lecker und knackig. Eine der besseren vegetarischen Optionen, die ich bisher im Flieger hatte. 2,5 Stunden nach Abflug kam dann der süße Abschluss.
Es gab eine Kombination aus Käse, Obst und einem Gelee. Das war insgesamt okay, hat mich aber nicht ganz so begeistert wie der Hauptgang. Danach hieß es: „Sitz in die Full-Flat-Position." Leider war die Nacht recht kurz, da die Turbulenzen immer wieder zurückkamen und den Tiefschlaf etwas gestört haben. Wenn es wackelt, nützt eben auch der beste Business-Class-Sitz nur bedingt. Knapp 1,5 Stunden vor der Landung in Lissabon gab es dann das Frühstück. Statt schwerer Eierspeisen servierte TAP eine leichtere Variante. Ein frischer Salat mit Käse, dazu eine Auswahl an Obst und verschiedenen Backwaren. Perfekt, um langsam wach zu werden, bevor der Anflug auf Portugal beginnt. Gute Nachrichten bei der Ankunft. Wir sind gute 20 Minuten zu früh in Lissabon gelandet. Damit war der Zeitdruck beim Umsteigen komplett weg und ich hatte mehr als genug Zeit, um der TAP Premium Lounge einen Besuch abzustatten. Nach dem Aussteigen geht es über eine Rolltreppe nach oben in den Loungebereich. Die Lounge selbst ist architektonisch echt schick und bietet normalerweise einen tollen Blick auf das Vorfeld. Leider hat das Wetter heute nicht mitgespielt. Es war noch stockdunkel und draußen peitschte der Regen gegen die Scheiben. Echtes Aprilwetter in Portugal. Trotzdem war es der perfekte Ort, um kurz durchzuatmen, eine Kleinigkeit zu essen und einen Espresso zu trinken, bevor es weiter Richtung München ging. Ein kleiner Wermutstropfen. Obwohl die Lounge zentral liegt, war der Weg zum Gate dann doch etwas langwierig. Es war mal wieder ein Busboarding angesagt. Die Fahrt über das Vorfeld dauerte stolze 15 Minuten, bei Regen nicht unbedingt das schönste Erlebnis, aber dafür kommt man den Flugzeugen noch einmal richtig nah, bevor es in den A321 LR für den Endspurt geht. Nach der Busfahrt steigen wir nun in den Airbus A321 LR um. Auch wenn das ein Schmalrumpfflugzeug ist, ist die Business Class hier alles andere als gewöhnlich. Ich habe mir den Sitzplatz 2A gesichert und das ist der absolute Geheimtipp, der sogenannte Thronsitz. Für Alleinreisende gibt es in dieser Flugzeugklasse kaum etwas Besseres. Da sich die Bestuhlung zwischen 2.2 und 1.1 abwechselt, hat man auf 2A den kompletten Block für sich allein, also die ganze Reihe. Man hat einen riesigen Abstand zum Gang durch zwei massive Konsolen links und rechts. Ablagerfläche gibt es hier fast mehr als im A330 Neo. Ob Laptop, Tablet oder Drink, man hat massig Platz zum Ausbreiten. Obwohl es nur die Kurzstrecke nach München ist, fühlt es sich nach einer vollwertigen Business Class an. Auch hier warten wieder ein bequemes Kissen und eine Decke auf mich. Eine eigene Fernbedienung für den Monitor, Noise-Cancelling-Kopfhörer und eine praktische Leselampe gibt es auch. Eine Universalsteckdose direkt am Sitz sorgt dafür, dass alle Geräte für die Ankunft geladen sind. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist der große Fußraum und der zusätzliche Stauraum unter dem Fenster. Die Sitzverstellung ist natürlich auch hier voll elektrisch. Man hat fast das Gefühl, in einem eigenen kleinen Zimmer über Europa zu schweben. Wer die Wahl hat, sollte beim A321 LR von TAP definitiv versuchen, einen dieser Thronsitze in der Reihe 2 oder 4 zu ergattern. Zeit für das zweite Frühstück an Bord. Und ich muss sagen, das war eine echte Steigerung zum Langstreckenflug. Während wir uns München nähern, serviert die Crew eine Auswahl, die mich wirklich überzeugt hat. Als Basis gibt es frische Backwaren, dazu aber eine Besonderheit. Neben Käse wurde tatsächlich veganer Aufschnitt gereicht. Eine moderne und willkommene Abwechslung. Als Frühstückskick gab es dazu eine bunte Mischung aus knackigem Gemüse und Salat sowie frischem Obst. Als Begleiter gibt es cremigen Joghurt, der das Ganze abrundet. Zu trinken gab es klassischen Orangensaft und einen heißen Tee. Mein Fazit zum Service: Insgesamt wirkte dieses Frühstück deutlich durchdachter und besser als beim ersten Flug. Ein großes Lob geht auch hier wieder an die Crew. Sie war extrem proaktiv, hat regelmäßig nachgefüllt und war immer präsent, ohne aufdringlich zu sein. So startet man doch gern in den Tag, bevor die Alpen unter uns auftauchten. Ein wichtiger Faktor auf so einer langen Reise ist natürlich die Unterhaltung und das In-Flight Entertainment System bei TAP kann sich absolut sehen lassen. Egal ob im großen A330 Neo oder im A321 LR, das System ist modern und reagiert extrem flüssig. Es gibt eine riesige Auswahl an aktuellen Filmen und Serien. Von Hollywood-Blockbustern bis hin zu europäischen Produktionen ist alles dabei. Da wird einem auch bei einem 10-Stunden-Flug nicht langweilig. Für alle Aviation-Geeks wie mich ist die interaktive Karte ein Highlight. Sie ist hochauflösend, bietet verschiedene Perspektiven und liefert alle Flugdaten in Echtzeit. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten.
Musikplaylists, Spiele und Informationen über das Stopover-Programm in Portugal. Man merkt einfach, dass TAP hier in moderne Technik investiert hat. Die Bildschirme sind scharf und lassen sich entweder per Touch oder über die Fernbedienung an Sitz kinderleicht bedienen. Kommen wir zum alles entscheidenden Urteil. Lohnt sich die Business Class bei TAP? Ich habe für die gesamte Reise von Rio über Lissabon nach München 1.800 € bezahlt. Für insgesamt 13 Stunden Business Class und den Zugang zu 2 Lounges in Rio sowie in Lissabon ist das ein extrem kompetitiver Preis. Mein Profi-Tipp: noch günstiger kommt ihr weg, wenn ihr Meilen nutzt. Besonders effektiv geht das mit den Punkten eurer American Express Karte. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch in einem anderen Video, das ich euch hier verlinke. Mein persönliches Resümee: trotz der vegetarischen Schwäche in der Lounge war das Catering an Bord wirklich lecker. Besonders das Frühstück im A321LR war ein Highlight. Die Crew war auf beiden Flügen top, proaktiv, freundlich und schnell. Das Bett, welches sich in eine Full-Flat-Position verwandeln kann, im A330neo sowie im A321LR ist super bequem. Dass die Nacht kurz war, lag allein an den Turbulenzen, nicht am Sitz. Ist TAP für euch die begehrteste Airline oder habt ihr andere Favoriten für den Weg nach Südamerika? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr schon mit TAP gemacht habt. Und wenn ihr noch mehr Infos braucht oder spezifische Fragen zum Umsteigen in Lissabon habt, einfach ab damit in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank und tschüss.